Willkommen auf unserer spannenden Entdeckungsreise. Was wäre, wenn eine Drohne hoch über einem Canyon auf ein seit Jahrtausenden verborgenes Geheimnis stoßen würde? Etwas, das so schockierend, so unglaublich ist, dass es nie entdeckt werden sollte. Von alten Ruinen bis hin zu verborgenen Schätzen. Diese fliegenden Hightech-Kameras enthüllen Geheimnisse, die die Geschichte, wie wir sie kennen, neu schreiben könnten. Stehen wir kurz davor, etwas wirklich Schreckliches zu entdecken. Tauchen wir ein und finden wir es heraus. Das verborgene Henge. Stellen Sie sich vor, Sie fliegen hoch über das irische Boyne Valley und plötzlich kommt ein seit Jahrtausenden verborgenes Geheimnis zum Vorschein. Genau das ist im Juli 2018 passiert. Aber es war nicht die Schaufel eines Archäologen oder jahrelange Forschung am Werk. Es war eine Drohne, die über dem Land schwebte und das Unglaubliche enthüllte. Der Fotograf Anthony Murphy machte gerade Aufnahmen in der Nähe der antiken Stätte Newgrange, als sein Objektiv etwas Ungewöhnliches einfing. Ein mysteriöses, kreisförmiges Muster in den Feldern darunter. Auf den ersten Blick sah es aus wie jedes andere Feldzeichen. Doch bei näherer Betrachtung wurde klar, dies war kein gewöhnlicher Kornkreis. Es handelte sich um ein uraltes Relikt, das seit Jahrhunderten im Verborgenen lag und nur auf den richtigen Moment gewartet hatte, um sich zu offenbaren. Was machte diese Entdeckung so schockierend? Das Muster war nur vom Himmel aus zu sehen und am Boden für das bloße Auge verborgen. Zwei perfekte Ringe mit gleichmäßig verteilten Segmenten zeichneten sich ab und zeigten die Umrisse eines lange verschollenen Hünengrabens. Es handelte sich nicht um eine zufällige Form, sondern um ein massives Bauwerk, das vor Tausenden von Jahren von neolithischen Menschen errichtet wurde. Die Experten waren verblüfft. Dieses verlorene Hügelgrab lag unentdeckt da, bis die perfekten Bedingungen es zum Vorschein brachten. Die sommerliche Dürre hatte die Ernten verdorren lassen und die Form des alten Bauwerks freigelegt. Der unterschiedliche Pflanzenwuchs an der Stelle, an der das Henge einst stand, offenbarte die verborgene Konstruktion, die nun zum ersten Mal vom Himmel aus sichtbar war. Dies war nicht nur ein weiteres antikes Monument. Das Design dieses Hügels könnte verblüffende neue Einblicke in die geheimnisvollen Rituale früher Zivilisationen bieten. Und es zeigt, wie Technologie in Verbindung mit dem Timing der Natur Geheimnisse aufdecken kann, die der Zeit verloren gegangen sind. Was könnte sonst noch im Verborgenen darauf warten, entdeckt zu werden? Drohne entdeckt versteckten Bauernhof. Im Jahr 2016 wurde bei einer routinemäßigen Drohnenuntersuchung in der italienischen Region Amatrice zur Bewertung von Erdbebenschäden etwas Unerwartetes entdeckt. Versteckt in einem abgelegenen und zerklüfteten Gebiet enthüllte die Kamera der Drohne ein Geheimnis, das vom Boden aus nicht sichtbar war. Was diese Entdeckung so bemerkenswert machte, war die Tatsache, dass die Luftaufnahme der Drohne etwas enthüllte, das sonst fast unmöglich zu erkennen gewesen wäre. Die Behörden konnten nach Sichtung der Aufnahmen schnell handeln und das Gebiet untersuchen, was zur Identifizierung eines illegalen Vorgangs führte. Diese zufällige Entdeckung hat gezeigt, wie die Drohnentechnologie auf unerwartete Weise eingesetzt werden kann. Ursprünglich für die Bewertung von Katastrophen eingesetzt, haben sich Drohnen zu einem unschätzbaren Werkzeug für die Strafverfolgung entwickelt. Die Fähigkeit, große Gebiete effizient abzudecken, hat sie in einer Vielzahl von Bereichen unentbehrlich gemacht. Sie helfen dabei, versteckte Aktivitäten aufzudecken und sicherzustellen, dass der Gerechtigkeit Genüge getan wird. Drohnen verändern die Art und Weise, wie wir an Sicherheit und Überwachung herangehen, und beweisen, dass die Technologie oft das Unsichtbare aufdecken kann. Verborgene Figuren in Nazca. Forscher der japanischen Yamagata-Universität haben in Zusammenarbeit mit dem peruanischen Archäologen Jorge Olano 168 neue Geoglyphen in der peruanischen Region Nazca entdeckt. Diese neuen Funde geben den berühmten Nazca-Linien noch mehr Rätsel auf, einer UNESCO-Welterbestätte, die für ihre großen, uralten, in die Wüste geätzten Muster bekannt ist. Die Nazca-Linien, die zwischen 104 und 300 vom Volk der Nazca geschaffen wurden, bestehen aus großen Figuren, die Tiere, Pflanzen und Muster darstellen. Sie sind am besten von oben zu sehen, wo die Muster sichtbar werden, nachdem die dunklen Steine an der Oberfläche entfernt wurden, um den helleren Sand darunter freizulegen. Seit Jahren faszinieren diese geheimnisvollen Linien sowohl Forscher als auch Touristen. Diese jüngste Entdeckung wurde durch neue Technologien ermöglicht. Drohnen spielten eine große Rolle bei der Aufnahme von detaillierten Luftbildern.
die es den Forschern ermöglichten, große Gebiete schnell zu erfassen. Neben Drohnen wurde auch künstliche Intelligenz eingesetzt, um eine große Anzahl von Luftbildern zu analysieren und so Geoglyphen zu identifizieren, die dem menschlichen Auge möglicherweise entgangen wären. Die neuen Geoglyphen weisen verschiedene Formen auf, darunter menschliche Figuren, Tiere wie Vögel und Meeresbewohner sowie verschlungene Muster. Mit diesen Ergänzungen erhöht sich die Gesamtzahl auf fast 1000 gerade Linien und Hunderte von bereits bekannten Figuren, die weitere Einblicke in das Volk von Nazca, seine Kultur, seinen Glauben und seine künstlerischen Ausdrucksformen ermöglichen. Hohokam-Dörfer freilegen. Das Volk der Hohokam lebte zwischen 300 und 1500 m. in der Sonorenwüste im heutigen südlichen Central-Arizona. Sie waren Experten im Überleben in einer schwierigen Umgebung. Eine ihrer erstaunlichsten Errungenschaften war der Bau großer Bewässerungssysteme, die es ihnen ermöglichten, in der Wüste Feldfrüchte anzubauen. Heute helfen Drohnen den Archäologen, die Geheimnisse der Hohokam-Dörfer zu lüften und zu zeigen, wie sie in einer der schwierigsten Landschaften der Erde lebten. Drohnen mit hochauflösenden Kameras sind für die Untersuchung von Hohokam-Dörfern unerlässlich geworden. Mit Hilfe der Luftbildfotografie und Fotogrammetrie können Archäologen Hunderte von sich überschneidenden Bildern aufnehmen, die dann in genaue 3D-Modelle und Karten der Städten umgewandelt werden. Diese virtuellen Modelle vermitteln ein klares Bild von den Grundrissen und Merkmalen der Dörfer und bieten neue Einblicke, ohne dass man im Boden graben muss. Auch in der archäologischen Forschung hat die Wärmebildtechnik einen Durchbruch erzielt. Durch den Einsatz von Drohnen mit Wärmebildkameras in den frühen Morgenstunden, wenn die Wüste am kühlsten ist, können Archäologen kleine Temperaturunterschiede in der Landschaft feststellen. Diese Unterschiede weisen oft auf vergrabene Strukturen wie Kivas hin, religiöse Stätten, die von der Oberfläche aus nicht zu sehen sind. Mit dieser Methode konnten Teile der Hohokam-Kultur freigelegt werden, die zuvor verborgen waren. Die LiDAR-Technologie verbessert die Möglichkeiten zur Erforschung dieser alten Städten weiter. Durch den Einsatz von Lasern zur Erstellung detaillierter topografischer Karten kann LiDAR verschüttete Mauern und Strukturen aufdecken, selbst in Gebieten mit dichter Vegetation, in denen andere Methoden möglicherweise nicht funktionieren. Die Kombination von Drohnenaufnahmen und LiDAR hat die Art und Weise, wie Hohokam-Siedlungen erforscht werden, verändert und ermöglicht die Erstellung detaillierter Karten und Modelle, die diese alten Dörfer in einer Weise zum Leben erwecken, die zuvor nicht möglich war. Die Maya-Zivilisation aufgedeckt. Tief im dichten Dschungel Guatemalas wurde ein unglaubliches Netz alter Städte entdeckt, das die wahre Größe der mächtigen Maya-Zivilisation offenbart. Dank jüngster Entdeckungen mit Hilfe der LiDAR-Technologie haben Forscher 417 miteinander verbundene Städte entdeckt und damit das, was wir über die Maya-Gesellschaft und ihre Komplexität zu wissen glaubten, verändert. LiDAR, die Abkürzung für Light Detection and Ranging, ist eine fortschrittliche Methode zur Kartierung aus der Luft, die selbst durch die dichtesten Dschungeldächer hindurchsehen kann. LiDAR sendet Laserimpuls aus und misst, wie lange sie brauchen, um zurückzukehren, und erstellt so detaillierte 3D-Karten des Untergrunds. Diese Technologie hat es Wissenschaftlern ermöglicht, die Waldbedeckung auf Bildern digital zu entfernen und verborgene Strukturen wie Straßen, Stauseen und Pyramiden freizulegen. Diese neu entdeckten Städte aus der Zeit um 1000 Faso waren durch ein ausgedehntes Netz von Autobahnen verbunden, das sich über 110 Meilen oder 177 Kilometer erstreckte. Diese Entdeckung stellt die alte Annahme in Frage, dass die Maya-Zivilisation aus isolierten Stadtstaaten bestand. Stattdessen deutet sie auf eine gut organisierte und vernetzte Gesellschaft mit fortschrittlicher Infrastruktur hin, einschließlich Systemen für die Wasserbewirtschaftung und groß angelegte Landwirtschaft. Das Vorhandensein von Dämmen, Ballspielplätzen und anderen öffentlichen Räumen in diesen Städten zeigt, dass sie mehr waren als nur Wohnorte. Sie waren auch Zentren des Handels, der Regierung und der Freizeitgestaltung. Die Komplexität dieses Netzwerks offenbart die ausgeklügelte soziale und politische Struktur der Maya und ihre Fähigkeit, große Bevölkerungsgruppen über weite Gebiete zu verwalten. Diese Entdeckungen bieten mehr als nur einen Blick in die Vergangenheit. Sie verdeutlichen die Intelligenz und Stärke der Maya-Zivilisation, deren Einfluss die Welt auch heute noch fasziniert. Versteckte römische Straßen. Stellen Sie sich vor, dass Straßen,
die jahrhundertelang verschollen waren und unter Schmutz und Geschichte begraben waren, plötzlich wieder zum Leben erwachen. Genau das ist in England geschehen, wo Archäologen mit Hilfe fortschrittlicher LiDAR-Technologie eine erstaunliche Entdeckung gemacht haben. Aber es handelt sich nicht um irgendwelche Straßen, sondern um Römerstraßen, die einst von Soldaten und Händlern genutzt wurden, als sie durch das alte Britannien reisten. LiDAR, die Abkürzung für Light Detection and Ranging, ist eine Art Geheimwerkzeug für Archäologen. Es funktioniert, indem es Laser von oben schießt, um durch dichte Wälder zu sehen und den Boden darunter in unglaublichen Details zu enthüllen. David Ratledge, ein geschichtsbegeisterter Straßenbauingenieur im Ruhestand, nutzte diese Technologie, um eine 11 Kilometer lange Römerstraße zu finden, die seit Jahrhunderten verschollen war. Diese Straße verband Ribchester mit Lancaster und löste ein Rätsel, das Experten jahrelang beschäftigt hatte. Und er war nicht allein. Andere Archäologen wie Hugh Toller und Bryn Gethin haben noch weitere, verborgene Straßen gefunden und Teile des alten römischen Straßennetzes freigelegt, das sich einst über Nordengland erstreckte. Spannend ist, wie diese Entdeckungen unser Wissen über das römische Großbritannien verändern. Auf den LiDAR-Bildern sind Aggers zu sehen, also Böschungen, die römische Straßen oft hatten. Diese Merkmale, die man vom Boden aus nicht sehen kann, geben uns neue Hinweise darauf, wie die Römer ihre Armeen und Waren durch die Wildnis des alten Britannien transportierten. Mit über 11 Terabyte an LiDAR-Daten, die noch untersucht werden müssen. Wer weiß, welche anderen vergessenen Straßen noch gefunden werden, die weitere Geheimnisse eines Reiches enthüllen, das die Geschichte geprägt hat. Die verborgenen Geoglyphen der Atacama. Im weiten, trockenen Gebiet der Atacama-Wüste im Norden Chiles liegt ein uraltes Geheimnis. Mehr als 5000 Geoglyphen sind in die Erde gemeißelt. Unsichtbar, wenn man sie nicht von oben sieht. Diese massiven Zeichnungen, die teilweise über 1000 Jahre alt sind, zeigen Bilder von Tieren und geometrischen Formen. Aber wozu dienten sie? Und warum haben die Menschen in diesem rauen Land so viel Aufwand betrieben, um sie zu schaffen? Die moderne Drohnentechnologie hilft, diese Rätsel zu lösen. Drohnen können hoch über der Wüste fliegen und klare, detaillierte Bilder einfangen, die uns helfen, diese alten Kunstwerke besser zu verstehen. Im Gegensatz zu älteren Methoden, die die empfindliche Wüstenoberfläche beschädigen könnten, ermöglichen uns Drohnen einen Blick von oben, sodass die Archäologen diese Geoglyphen kartieren und untersuchen können, ohne sie jemals zu berühren. Die Bilder der Drohnen zeigen uns Details und Muster, die früher verborgen waren. Einige Geoglyphen könnten als Markierungen für Handelsrouten gedient haben, um Lama-Karawanen durch die Wüste zu führen. Andere könnten eine religiöse oder zeremonielle Bedeutung gehabt haben, deren Bedeutung im Laufe der Zeit verloren gegangen ist. Doch mit Hilfe von Drohnen decken Forscher diese Hinweise langsam auf und geben uns neue Einblicke in das Leben der vorspanischen Kulturen, die in diesem kargen Land lebten. Das Geheimnis der Feenkreise. In den trockenen Landschaften der Namib- und Pilbara-Wüste finden sich seltsame, fast unwirkliche Formationen auf dem Boden. Perfekt runde Flecken kahler Erde, umgeben von Ringen aus grünem Gras. Dies sind die geheimnisvollen Feenkreise, natürliche Muster, die Wissenschaftler seit Jahren vor ein Rätsel stellen. Was verursacht diese seltsamen Formationen? Und warum erscheinen sie so gleichmäßig über so große, trockene Gebiete? Das Rätsel wurde noch größer, als die Forscher begannen, Drohnen einzusetzen, um die Kreise aus der Luft zu untersuchen. Die Betrachtung dieser Muster aus der Luft zeigte Details, die vom Boden aus nicht vollständig verstanden werden konnten. Durch die Kartierung der Kreise über weite Gebiete konnten die Wissenschaftler verschiedene Ideen zu ihrer Entstehung testen. Eine gängige Theorie besagt, dass Sandtermiten die Ursache sein könnten. Diese winzigen Insekten fressen die Wurzeln der Pflanzen, wodurch die kahlen Stellen entstehen. Das umliegende Gras wächst dann besser, weil sich dort Feuchtigkeit und Nährstoffe besser konzentrieren. Aber das ist nicht die einzige Idee. Eine andere Theorie besagt, dass die Kreise dadurch entstehen, dass die Gräser um das wenige Wasser konkurrieren, das im Wüstenboden vorhanden ist. Während einige Pflanzen stärker wachsen, sterben andere ab, sodass die Ringe zurückbleiben. Jüngste Forschungen deuten darauf hin, dass es sich um eine Mischung aus beiden Erklärungen handeln könnte. Termiten und Pflanzenkonkurrenz arbeiten zusammen, um diese mysteriösen Muster zu erzeugen. Da die Drohnentechnologie immer besser wird, könnten wir der Lösung des Geheimnisses der Feenkreise näher sein als je zuvor und herausfinden,
wie es dem Leben gelingt, an einigen der schwierigsten Orte der Erde zu überleben. Das Amaru-Muru-Portal. Im Herzen Perus, in der Hayumarca-Bergkette in der Nähe des mystischen Titicacasees, befindet sich ein Steinbauwerk, das von Legenden und Geheimnissen umgeben ist. Das Amaru-Muru-Portal, auch bekannt als das Tor der Götter. Diese geheimnisvolle Stätte wurde 1996 der Welt bekannt, als ein einheimischer Führer namens José Luis Delgado Mamani sie bei der Erkundung der zerklüfteten Gegend entdeckte. Das Portal ist beeindruckend. Es ist 7 Meter hoch und ebenso breit und wurde direkt in den Fels gehauen. Das Design ist so präzise, dass es fast modern wirkt, mit perfekter Symmetrie und einer glatten Oberfläche. Interessant ist jedoch, dass es keine historischen Aufzeichnungen gibt, die seinen Zweck erklären. War es ein zeremonielles Tor? Ein heiliger Ort für uralte Rituale? Oder war es, wie lokale Legenden behaupten, ein interdimensionales Tor, durch das der Inka-Priester Amaru Muru während der spanischen Eroberung mit einem heiligen Artefakt, der goldenen Sonnenscheibe, fliehen konnte? Die moderne Technologie, insbesondere die Drohnenforschung, hat uns eine neue Sichtweise auf das Amaru-Muru-Portal ermöglicht. Drohnen haben erstaunliche Luftaufnahmen des Ortes gemacht, die seine Abgeschiedenheit und seine Einbettung in die umliegende Landschaft zeigen. Diese hochauflösenden Bilder und 3D-Modelle haben es den Forschern ermöglicht, das Portal genauer zu untersuchen. Aber das Geheimnis wird immer größer. Der Standort. Die Handwerkskunst und die überlieferten Geschichten sorgen weiterhin für Diskussionen und Verwunderung. Könnte dieser alte Steinbogen ein Tor zu einer anderen Welt sein? Die Grotten von Maijishan. Die Maijishan-Grotten, die in die steilen Felsen der chinesischen Provinz Gansu gehauen wurden, sind ein beeindruckendes Beispiel für die alte buddhistische Kunst und Kultur. Diese erstaunlichen Höhlentempel an der alten Seidenstraße beherbergen über 7000 Statuen und unzählige Wandmalereien. Jedes Stück erzählt eine Geschichte des Glaubens, der Kultur und des Ideenaustauschs, der sich entlang dieser historischen Handelsroute abspielte. Die Maijishan-Grotten gehen auf das 5. Jahrhundert zurück und sind mehr als nur eine religiöse Stätte. Sie sind ein Symbol für menschliche Kreativität und Entschlossenheit. Insgesamt gibt es 194 Höhlen, die direkt in die steile Felswand gemeißelt sind, wobei einige nur über gefährliche Holzstege zugänglich sind. Schon die Art und Weise, wie diese Höhlen gebaut wurden, ist beeindruckend, aber die wahre Schönheit liegt im Inneren. Komplizierte Statuen und Wandmalereien haben die Jahrhunderte überdauert und zeigen, wie sich die buddhistische Kunst in China entwickelt hat. Es ist jedoch nicht einfach, diese alte Stätte in gutem Zustand zu erhalten. Hier kommt die Drohnentechnologie ins Spiel. Drohnen haben die Art und Weise verändert, wie wir historische Orte wie Maijishan pflegen und untersuchen. Sie können Gebiete erreichen, die zu Fuß fast unmöglich zu erreichen sind, und dabei qualitativ hochwertige Bilder und Daten sammeln, die für die Erhaltung der Stätte unerlässlich sind. Diese fliegenden Werkzeuge helfen den Forschern, den Zustand der Grotten zu überprüfen, die Auswirkungen des Tourismus zu verstehen und sogar detaillierte 3D-Modelle der Städte zu erstellen. Australiens Rosa Scene. Stellen Sie sich vor, Sie blicken auf einen See, der so leuchtend rosa ist, dass Sie das Gefühl haben, in eine Fantasiewelt eingetreten zu sein. In Australien ist dies Realität. Das Land verfügt über mehrere auffallend rosafarbene Seen, von denen der Lake Hillier auf Middle Island der berühmteste ist. Warum aber färben sich diese Seen in einem so unwirklichen Rosa? Die Antwort ist eine einzigartige Mischung aus natürlichen Faktoren. Die Hauptursache ist Dunaliella salina, eine Mikroalgenart, die in den sehr salzigen Bedingungen dieser Seen gedeiht. Diese Alge produziert ein rotes Pigment namens Beta-Carotin, das sich mit dem Salzwasser verbindet und den See leuchtend rosa färbt. Aber das ist nicht die ganze Geschichte. Halobacterien, eine andere Art von salzliebenden Mikroorganismen, tragen ebenfalls zur Farbe bei. Diese Bakterien, die rote Pigmente enthalten, leben gerne in der salzigen Umgebung und tragen zur rosigen Färbung des Sees bei. Dann gibt es noch die Salinenkrebse, winzige Lebewesen, die sich von den Algen ernähren und selbst eine rosafarbene Farbe annehmen. So wie Flamingos ihre rosa Farbe durch ihre Nahrung erhalten, fügen diese Garnelen eine weitere Schicht zu dem lebendigen Aussehen des Sees hinzu. Das Ergebnis ist ein Naturwunder, das zu erstaunlich scheint, um echt zu sein, egal ob man es aus der Luft oder aus der Nähe betrachtet. Die Pink Lakes in Australien sind eine schöne Erinnerung daran, wie überraschend und reizvoll die Natur sein kann,
Jeder See ist ein lebendiges, atmendes Ökosystem, das durch das einzigartige Gleichgewicht seiner Bewohner geprägt ist. Während Wissenschaftler diese Seen weiter untersuchen, bieten sie nicht nur Einblicke in die Wunder der Mikrobiologie, sondern erinnern uns auch an die verborgene Schönheit der Welt um uns herum. Amazoniens verborgene Stämme. Tief im riesigen und dichten Amazonas-Regenwald in Brasilien existiert noch eine von der modernen Zivilisation unberührte Welt. In dieser Region leben die meisten unkontaktierten Stämme der Erde. Etwa 100 isolierte Gruppen, die in völliger Abgeschiedenheit leben. Diese Stämme haben sich dafür entschieden, von der Außenwelt abgeschnitten zu bleiben, oft aufgrund traumatischer Begegnungen mit Außenstehenden, die Gewalt und Krankheiten mit sich brachten. Im Jahr 2008 erhaschten Anthropologen bei Luftaufnahmen über der abgelegenen Region Envera an der Grenze zwischen Brasilien und Peru einen seltenen Blick auf einen solchen Volksstamm. Aus der Luft sahen sie Stammesmitglieder, deren Körper in leuchtenden Farben bemalt waren, die mit Pfeil und Bogen bewaffnet waren und ein Leben führten, das vom Jagen und Sammeln geprägt war. Diese Sichtungen waren ein klarer Beweis für ihre Existenz, ließen Zweifel verstummen und machten deutlich, dass diese Gemeinschaften geschützt werden müssen. Doch das Überleben dieser Stämme ist ständig in Gefahr. Illegale Abholzung. Expandierende Rinderfarmen und von Außenstehenden eingeschleppte Krankheiten haben ihre Populationen drastisch reduziert. Der Mann des Lochs beispielsweise, der letzte bekannte Überlebende seines Stammes, lebt in völliger Isolation und vermeidet jeden Kontakt mit der Außenwelt. Organisationen wie FUNAI haben sich für den Schutz dieser Stämme eingesetzt und Schutzgebiete eingerichtet. Diese Gebiete stehen jedoch unter wachsendem Druck durch die Landwirtschaft und die Abholzung der Wälder. Das Fortbestehen dieser Stämme ist nicht nur von großer kultureller Bedeutung, sondern wirft auch wichtige Fragen zu ihrem Recht auf, in einer sich rasch verändernden Welt unkontaktiert zu bleiben. Die antike Pyramide von Java. Im üppigen vulkanischen Hochland von Westjava, Indonesien, hat sich ein uraltes Geheimnis langsam gelüftet. Gunung Padang, eine Stätte, von der einige glauben, sie könnte die älteste Pyramide der Welt sein. Der Gunung Padang, der auch als Berg der Erleuchtung bekannt ist eine weitläufige megalithische Struktur aus Terrassen, die aus großen Steinen auf einem erloschenen Vulkan errichtet wurden. Die moderne Entdeckung dieses Ortes geht auf das späte 19. Jahrhundert zurück, als niederländische Siedler seine Existenz dokumentierten. Die lokale Bevölkerung verehrt sie jedoch seit Jahrhunderten als heilige Stätte. Jüngste Forschungen unter der Leitung des Geologen Danny Hillman, Nata Wijaya, legen nahe, dass Gunung Padang nicht nur ein von Menschenhand geschaffenes Bauwerk ist, sondern sogar älter sein könnte als die ägyptischen Pyramiden. Mit Hilfe fortschrittlicher Techniken wie seismischer Tomographie und Bodenradar hat das Forschungsteam Belege für Bauschichten gefunden, wobei die ältesten Schichten bis zu 25.000 Jahre zurückreichen. Dies deutet darauf hin, dass während der letzten Eiszeit hochentwickelte Bautechniken zum Einsatz kamen, was unsere Kenntnisse über die Zeitlinie der menschlichen Zivilisation in Frage stellt. Die menschengeformte Stadt auf Sizilien. Hoch in den Hügeln Siziliens, Italien, liegt eine Stadt namens Centuripe, deren Geschichte so reich ist wie ihr einzigartiger menschenförmiger Grundriss. Centuripe wurde im 8. Jahrhundert von den Sikels, einem einheimischen Stamm, gegründet und wurde im Laufe der Jahrhunderte von vielen Zivilisationen beeinflusst, darunter die Griechen, Römer und Byzantiner. Aufgrund seiner Lage war es in der Römerzeit eine wohlhabende Stadt, die für ihre spezielle Keramik, die Centuripe-Ware, bekannt war. Was Centuripe wirklich auszeichnet, ist seine Form. Er sieht aus wie eine menschliche Figur. Diese faszinierende Form ist das Ergebnis natürlicher Erosion und jahrhundertelanger Bebauung und Entwicklung. Aus der Luft betrachtet bildet die Anlage von Centuripe mit ihren engen Gassen, terrassenförmig angelegten Gebäuden und alten Ruinen eine Silhouette, die verblüffend an einen Menschen erinnert. Die Stadt ist reich an archäologischen Schätzen, darunter die Überreste römischer Thermen, eines Theaters und anderer antiker Bauwerke. Centuripe verfügt auch über ein regionales archäologisches Museum, in dem wichtige Artefakte wie antike Skulpturen und Töpferwaren ausgestellt sind, die von der langen und interessanten Geschichte der Stadt erzählen. Heute ist Centuripe eine kleine Stadt mit rund 5000 Einwohnern. Ihre ungewöhnliche Form und ihre reiche Geschichte haben ihr jedoch den Spitznamen Stadt, die wie ein Mensch aussieht, eingebracht.
was sie zu einem Muss für alle macht, die sich für die Verbindung von Natur und Geschichte interessieren. Chinas falscher Wasserfall. Der Yuntai-Wasserfall in der chinesischen Provinz Henan ist mit einer Höhe von 1030 Fuß der höchste Wasserfall des Landes. Doch vor kurzem wurde dieses Naturwunder in Frage gestellt, nachdem ein Wanderer aufgedeckt hatte, dass ein Teil des majestätischen Wasserfalls durch ein verstecktes Rohr gespeist wird. Die Wahrheit kam durch ein virales Video auf Douyin, Chinas TikTok, ans Licht, das ein Betonrohr zeigt, aus dem Wasser von der Spitze des Wasserfalls fließt. Die Verantwortlichen des Parks gaben zu, dass sie das Rohr installiert haben, um sicherzustellen, dass der Wasserfall auch in der Trockenzeit ein schöner Anblick bleibt, damit die Touristen nicht enttäuscht sind, wenn sie ihn besuchen. Diese Enthüllung löste eine große Debatte in den sozialen Medien aus. Einige Menschen kritisierten, dass es falsch sei, natürliche Schönheit vorzutäuschen, nur um Touristen anzulocken. Andere verteidigten die Entscheidung mit dem Argument, es sei notwendig, den Wasserfall für die Besucher beeindruckend zu halten. Dieser Vorfall wirft wichtige Fragen darüber auf, wie sehr wir natürliche Attraktionen verändern sollten und ob es richtig ist, sie im Interesse des Tourismus aufzuwerten. Die Yuntai-Wasserfälle sind zwar immer noch ein atemberaubender Anblick, aber diese Kontroverse hat die Menschen dazu gebracht, ihren natürlichen Charme zu überdenken, was zu Diskussionen über das richtige Gleichgewicht zwischen dem Schutz der Natur und der Förderung des Tourismus geführt hat. Auf der Suche nach der Arche Noah. In der Nähe des Berges Ararat in der Türkei untersuchen Archäologen einen Ort namens Durupinar. Einige glauben, dass es sich dabei um die Überreste der Arche Noah aus der Bibel handeln könnte. Diese Stätte liegt in der Provinz Agri, nahe der iranisch-türkischen Grenze, und hat seit den 1950er Jahren das Interesse von Forschern geweckt. Ein Team türkischer und amerikanischer Forscher, das unter dem Namen Mount Ararat and Noah's Ark Research Team bekannt ist, arbeitet seit 2021 an der Fundstelle und hat Material aus der Zeit des Chalkolytikums gefunden, das in die Zeitlinie der biblischen Flut passt. Die Formation selbst ist etwa 538 Fuß lang und hat eine Form, von der manche meinen, sie sehe aus wie ein großes Boot. Obwohl die Beweise interessant sind, gibt es noch keinen eindeutigen Beweis dafür, dass es sich um die Arche Noah handelt. Die Gesteins- und Bodenproben enthalten Marines-Material, was darauf schließen lässt, dass sich hier eine alte Seefahrerkultur befunden haben könnte. Doch die wahre Natur der Fundstelle bleibt ein Rätsel. Bis auf Weiteres bleibt die Durupinar-Formation ein Symbol für die Suche der Menschheit nach der Wahrheit hinter unseren ältesten Legenden. Antike Spuren in der Zeit. Stellen Sie sich vor, Sie wandern durch den Grand Canyon und stolpern über etwas, das seit Millionen von Jahren nicht mehr gesehen wurde. Genau das ist dem norwegischen Geologen Alan Krill im Jahr 2016 passiert. Eine Klippe war eingestürzt und hatte einen Felsblock mit uralten Fußabdrücken freigelegt, den ältesten Spuren von Tieren mit Rückgrat, die jemals im Grand Canyon gefunden wurden. Diese Fußabdrücke, die etwa 313 Millionen Jahre alt sind, geben einen seltenen Einblick in die sehr ferne Vergangenheit und zeigen, wie ein Lebewesen einst auf der Erde wandelte. Die Spuren zeigen ein seitliches Laufmuster, bei dem sich die Beine auf der einen Seite des Tieres zusammen bewegen und dann die Beine auf der anderen Seite das Gleiche tun. Dies ist das gleiche langsame Laufmuster, das Tiere wie Hunde und Katzen heute verwenden. Noch interessanter ist, dass diese Spuren die frühesten Beweise dafür sind, dass Tiere auf Dünen laufen, was Aufschluss darüber gibt, wie diese uralten Kreaturen lebten und sich fortbewegten. Der Felsblock mit diesen Spuren stammt aus der Manukacha-Formation, einer Sandsteinschicht, die etwa 314 Millionen Jahre alt ist. Durch die Untersuchung des Fundortes und der umliegenden Felsen konnten die Wissenschaftler die Spuren genau datieren. Diese Entdeckung hilft uns nicht nur, mehr über die frühe Evolution von Tieren mit Rückgrat zu erfahren, sondern zeigt auch, dass der Grand Canyon ein Ort ist, an dem immer wieder Entdeckungen gemacht werden können. Die große Unkonformität. Tief im Grand Canyon liegt ein riesiges geologisches Rätsel, das die Wissenschaftler seit über 100 Jahren beschäftigt, die große Diskordanz. Dabei handelt es sich um eine große Lücke in der Erdgeschichte, die etwa 1,2 Milliarden Jahre lang ist und in der es keine Gesteinsbrocken gibt, die Auskunft darüber geben könnten, was passiert ist. Der Canyon liegt an der Grenze zwischen dem sehr alten Vishnu-Grundgebirge und dem viel jüngeren Tapeats-Sandstein und offenbart eine Geschichte von Erosion,
Landverschiebung und den mächtigen Kräften, die unseren Planeten geformt haben. Der Vishnu-Schiefer, der die Basis des Canyons bildet, ist eines der ältesten Gesteine der Erde und stammt aus dem frühen Proterozoikum. Darüber liegt der Tepasz-Sandstein, der sich viel später im frühen Kambrium bildete. Aber was geschah in der Zeit dazwischen? Warum gibt es kein Gestein mehr, das die Ereignisse dieser fehlenden 1,2 Milliarden Jahre zeigt? Geologen glauben, dass die Antwort in einer Zeit massiver Erosion zu finden ist, die möglicherweise mit dem Auseinanderbrechen des Superkontinents Rodinia zusammenhängt. Durch diese Erosion wurden riesige Gesteinsmengen abgetragen und die Aufzeichnungen über die Geschehnisse in dieser Zeit ausgelöscht. Einige Experten sind sogar der Meinung, dass globale Eiszeiten, wie die Schneeballerde, bei diesem dramatischen Verlust eine Rolle gespielt haben könnten. Die große Diskordanz ist nicht nur im Grand Canyon zu finden. Sie tritt in Gesteinsformationen überall auf der Welt auf. Im Grand Canyon ist dies am Blacktail Canyon deutlich zu sehen, wo der Unterschied zwischen dem vertikalen Vishnu-Schiefer und dem horizontalen Tepasz-Sandstein auffällig ist. Diese Stätte ist eine eindrucksvolle Erinnerung an die unglaublichen Kräfte, die unseren Planeten geformt haben und Spuren hinterlassen haben, die wir noch immer nicht vollständig verstehen. Fossilien aus alten Meeren. Der Grand Canyon ist nicht nur eine atemberaubende Landschaft, sondern auch ein lebendiges Geschichtsbuch, eine uralte Zeitkapsel, die über 1 Milliarde Jahre lang die Geheimnisse der Erde bewahrt. Unter seinen hoch aufragenden Klippen flüstern verborgene Fossilien Geschichten aus einer Zeit, als diese riesige Schlucht von gewaltigen Meeren überflutet war. Stellen Sie sich vor, Sie stehen am Rand des Canyons und wissen, dass der Boden unter Ihnen einst vor Leben wimmelte, von Trilobiten bis hin zu uralten Korallen, wobei jedes Fossil einen Einblick in eine längst vergangene Welt bietet. Was diesen Ort wirklich außergewöhnlich macht, ist die Vielfalt des Lebens, die er beherbergt, die ältesten Felsen, die erstaunliche 2 Milliarden Jahre alt sind, beherbergen einige der frühesten Lebensformen der Erde. Meeresfossilien wie Trilobiten, die vor 525 bis 505 Millionen Jahren gediehen, liegen im Tepasz-Sandstein, einem Überbleibsel der warmen, flachen Meere, die diese Region einst bedeckten. Im Laufe der Jahrmillionen veränderte sich die Landschaft des Canyons und damit auch das Leben, das er bewahrte. Pflanzenfossilien, wie Samenfarne und Schachtelhalme, markieren einen dramatischen Wechsel von marinem zu terrestrischem Leben vor etwa 280 Millionen Jahren, der einen bedeutenden Wandel in den Ökosystemen der Erde signalisierte. Am aufregendsten sind vielleicht die Dinosaurierspuren, die in den Sandstein des Canyons eingelassen sind. Diese Fußabdrücke, die von riesigen Kreaturen während der Jura- und Kreidezeit hinterlassen wurden, bieten einen unglaublichen Einblick in eine von Dinosauriern beherrschte Welt. Die 2008 entdeckten Abdrücke stammen sowohl von Theropoden, wilden Fleischfressern, als auch von Sauropoden, den riesigen, langhalsigen Giganten ihrer Zeit. In einigen Spuren sind sogar Hautabdrücke erhalten geblieben, die einen außergewöhnlichen Einblick in die Anatomie und die Bewegungen dieser prähistorischen Lebewesen ermöglichen. Im Laufe der Zeit hat sich der Grand Canyon unglaublich verändert. Von einer üppigen, subtropischen Landschaft zu der trockenen Wüste, die wir heute sehen. Diese Verschiebungen in Verbindung mit der Erhaltung der Spuren erzeugen einen surrealen Effekt, bei dem es scheint, als seien die Dinosaurier an senkrechten Wänden entlang gelaufen, was der Stätte einen Hauch von Geheimnis verleiht. Die Paläontologen entschlüsseln die versteinerten Fußspuren akribisch, um mehr über die Dinosaurier zu erfahren, die einst hier lebten. Für Besucher, die diese Spuren an Orten wie dem Carl Hayden Visitor Center und dem Navajo Bridge Interpretive Center sehen, ist dies eine seltene Gelegenheit, sich mit der fernen Vergangenheit zu verbinden. Die in Stein gefrorenen Fußstapfen uralter Giganten bieten eine unvergessliche Verbindung zu einer längst vergangenen Zeit. Bevor du loslegst, solltest du den Abo-Button drücken und die Benachrichtigungen aktivieren, damit du unsere neuesten Entdeckungen nicht verpasst. Sind Sie von diesen verborgenen Schätzen fasziniert? Teilen Sie uns Ihre Meinung in den Kommentaren unten mit. Und teilen Sie dieses Video mit Ihren Freunden, die ein gutes Geheimnis lieben. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns im nächsten Video, in dem wir weitere unglaubliche Geheimnisse aus der ganzen Welt erforschen.